Dann gucken wir mal. 7 Skills. Sehr viele passive Skills. Increased HP Recovery. Gain additional HP Recovery when restoring it with items or skills. Okay, gut für Tank. Character does not die. Oh, unsterblich. The character does not die, but HP, MP, FP are reduced to 1. Afterwards, HP recovers, but MP, FP do not recover for a certain time. What? Du kannst nicht mehr sterben? Was? What? Ein passiver Skill, unsterblich, ohne Einschränkungen, außer dass du keine MP-FP hast. Was soll das bedeuten? Afterwards. Pro 25 Int-Skalierung. Naja, aber der Basiseffekt ist ja 20%. Ja, die Skalierungen, die ergeben auch teilweise nicht wirklich so viel Sinn. Enhanced HP Recovery, need better name. Gain additional HP Recovery when restoring it with items or skills. Hä? Das ist der gleiche Skill, Bro. Das ist einfach literally der gleiche Skill. Increased HP Regeneration. Increases the amount of natural HP recovery. Increases defense when wearing a shield. Flat death. Increases defense when HP is low. Increases magic defense when HP is low. And your auto attacks apply stacks which pop at 6 stacks to deal extra damage. 6 strikes. Auto attack stack chance plus 60%. Okay, das klingt tatsächlich ganz geil. Einfach Auto Attacks, 6 Stacks, boom, extra Damage. Ist halt eben ähnlich wie Billposter, wenn du dein Ziel mit unter 6 Schlägen tötest, bringt es dir gar nichts. Bei Billposter waren es 5. Aber grundsätzlich mehr Damage ist ja immer cool. Ja, was? 60% muss ich Skills auch skillen. Welchen meinst du? Ach so, ja. True. Da ändert sich gar nichts. Ja. Hä? Irgendwie... Ich verstehe nicht, warum es diesen Skill zweimal gibt. Selbst wenn das hier die Enhanced-Version davon ist. Checke nicht, warum es den zweimal gibt. Shield Crush. Swing your shield to stun enemies with a certain chance. Das ist nicht 1:1 das gleiche wie Shield Strike. Nur besser wahrscheinlich. Skill damage increases proportionally to the shield's defense. Cooldown reduced. Skill range increased. %80 Chance. Skill Range? Was ist die Skill Range? Der hat überhaupt keine Range. Machen wir mal Skill Range, das klingt interessant. Oder warte, probieren wir es erstmal ohne. Also Schwert und Schild. Gut. Ohne Range Increase muss ich einfach direkt vor ihm stehen. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie groß die Reichweite dann ist. Ach so, nee, ist ein AOE-Skill. Oh, never mind. Swing your shield to stun enemies with a certain chance. Also kann ich mehrere stunnen. Never mind. Gut, das kann man jetzt hier auch wieder nicht wirklich ausprobieren, leider. Nee, wobei, ich stand tatsächlich weiter weg. Never mind, doch nicht. Ich stand jetzt einen Schritt weiter hinten. Ja gut, das sieht aber auch ziemlich useless aus, tatsächlich. Wieder reiner PvP-Skill. Und es skaliert sogar mit STA. Angriffsskalierung mit STA, Basisschaden quasi nicht existent. Und mit Schildverteidigung. Maelstrom Strike. Oh. Attacks all nearby enemies with a chance to stun them. Also Power Stomp 2.0. Ja, das ist der neue Skill Power Stomp, Leute. Endlich. Endlich im Game.
Wow, sieht geil aus. Ach so, oh, hat aber wieder 30 Sekunden Cooldown. Warum haben die Skills alle so einen langen Cooldown? Muss doch mal einen geben, den man spammen kann. Skill Range increased, Skill Cooldown reduced, Chance to Stun increased. Basischance ist 15 auf 40. Ja, keine Ahnung, was willst du mit dem Skill? Den kannst du einmal alle 30 oder 20 Sekunden einsetzen. Das ist halt irgendwie... Was will ich damit? Wenn ich ihn nicht spammen kann, was bringt er mir dann? AOE-Skills, die man... Ich hasse AOE-Skills, die man nicht spammen kann. Außer, jetzt im Fall von Elementor, wenn du halt 50 Skills hast, das ist was anderes. Aber bei den ganzen anderen Klassen... Was will ich mit einem AOE-Skill? Ich habe 2 AOE-Skills und einen davon kann ich nur einmal alle 30 Sekunden benutzen. Das ist doch Trash, Bro. Da mache ich ihn halt ein bisschen schwächer, da macht er ein bisschen weniger Schaden, dann kann ich ihn spammen dafür. Ist doch Arsch. Last One Standing. Schadensreflexion plus 600%. Geschwindigkeit plus 0. Damage Tick plus 5. Was ist Damage Tick? Reflects damage by draining HP per second and immobilizing yourself. Jetzt bestimmt nicht benutzen, oder? Doch. Ah ja, das war der Skill, den sie demonstriert hatten. Moment mal, sterbe ich jetzt einfach? Hold up. Wait a minute. Ich habe mit 5 HP überlebt. Not even close. Musst ihn auf der Leiste drücken, um ihn abzubrechen. Ach, man kann ihn abbrechen, okay. Ich meine, man kann wahrscheinlich währenddessen geheilt werden, ne? Ja, aber Schadensreflexion ist halt Arsch. Vor allem bei einem Tank, der kriegt ja nicht so viel Schaden. Incoming damage is greatly reduced instead of reflected. Ah, okay, gut, es gibt auch das. Amount of HP consumed per second is reduced. Can move at very slow speed. Oh. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt können wir uns dabei auch bewegen. Achso, ich brauche mindestens 70% HP. Food. Wo ist mein Food? Also man kann es nur benutzen, wenn man mindestens 70% HP hat. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Und jetzt kann ich ihn abbrechen. Okay. Ach, das Skill heißt sogar Slow... Nee. Wieso steht das Slow Pace? Der Skill heißt doch Last One Standing. Na gut, egal. Der ganz rechte geht bis zu 80% Schadensreduktion. Ja, hast du mir nicht mal gesagt, Schadensreduktion ist auf 50% gecapped oder so? Oder wie viel auch immer. Oder war es 80? Aber 80% stackt doch dann nicht mit dem ganzen anderen Käse. Naja, ich weiß nicht. Also irgendwie bin ich davon kein Fan. Ich denke halt einfach, dass man das nicht braucht. Ich denke einfach, dass man es nicht braucht. Schadensreflexion, wie gesagt, vor allem bei einem Tank, der sowieso kaum Schaden bekommt. Nicht so sinnig. Ich meine, literally der eine Mastery-Skill ist, ach so, du findest Schadensreduktion auch sinnlos? Dann nimm lieber hier verringerten eingehenden Schaden, weil das ist viel besser, so ungefähr. Not sure about that. Rush Attack, quickly charge at your target to attack. Sky Splitter, split the skies using a two-handed weapon. Dealing damage to your target requires a two-handed weapon. Welcher war nochmal der Skill mit dem... Das war der hier. Keine Ahnung, klingt halt einfach wie ein Skill, den man niemals benutzen wird. Quickly charge at your target to attack. Das klingt gut. Das klingt gut. In der Theorie zumindest.
In der Theorie. Templar's Call. Pull your target towards yourself. Wahrscheinlichkeit 100% PvE, 50% PvP. Pull your target towards yourself. Also wie der Jester-Skill Pulling, oder was? Und dann haben wir noch Execution of Justice. Leap forward, knocking back nearby enemies and reducing. Das war der eine Skill von dem... Also da haben wir schon da haben wir schon Gameplay gesehen, wo er so hochspringt und dann den Boden so ein bisschen spaltet. Knockback enemies, reducing their movement speed requires a two-handed weapon. Ja, von dem Skill bin ich persönlich auch nicht so überzeugt. Von dem, was ich gesehen habe. Ich kann jetzt natürlich nicht selber ausprobieren, leider. Ja. I don't know. Überzeugt mich jetzt persönlich auch nicht wirklich. Also dieser Rush Attack klingt ganz gut. Pull your target towards yourself. Sicherlich auch nicht schlecht, weil ja doch viele Tanks mal Agro verlieren aufgrund von Unaufmerksamkeit oder sonst was. Dann hast du halt zusätzlich, ich meine, eigentlich hast du ja schon, eigentlich brauchst du es nicht, weil du hast ja hier schon, wo ist er hier? Call of Fury. Eigentlich braucht man es nicht, wobei Pulling ist ja was anderes als Agro changen. Ja, dann hast du halt beides, du kannst den Gegner zu dir pullen und die Agro changen. Aber wie gesagt, eigentlich braucht man das auch nicht wirklich. Shield Crush ist einfach Shield Strike, nur besser. Der AOE-Skill, wie gesagt, was bringt mir der mit 30%, mit 30 Sekunden Cooldown? Der Last One Standing. Also das Einzige, was hier wirklich geil klingt oder was wirklich einzigartig klingt, ist unsterblich. Wobei ich mir das halt irgendwie nicht vorstellen kann. Ich meine, da steht literally, dass dein Charakter nicht sterben kann. Also niemals, oder was? Ich meine, what? Wie soll das funktionieren? Und das andere ist Auto-Attack Chance, dass wenn du 6 Stacks hast auf das gleiche Ziel, was vor allem bei Bossen und Giants ziemlich krass sein sollte. Oder das ist ziemlich krass, aber da soll es auf jeden Fall viel bringen. Sollte auch nicht so schlecht sein. Aber ja, alles in allem irgendwie auch nicht so überzeugend.